Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Exciting Expert Session Serie. Mein Name ist Jennifer Schmieder und heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie eine SAP-Transaktion fiorisieren können. Wie Sie wissen, besteht eine Fiori-Applikation sowohl aus einer Kachel als auch einer sogenannten Zielverknüpfung. Für die Zielverknüpfung, das sogenannte Target Mapping, benötigen Sie zum einen ein semantisches Objekt und zum anderen eine Aktion. Sie können für die Zielverknüpfung ein SAP Standard semantisches Objekt nehmen oder Sie legen ein eigenes an. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie ein eigenes semantisches Objekt anlegen. Hierfür gibt es die Transaktion /UI2/semantisches Object. Wenn Sie die Tabelle initial öffnen, sollten Sie keine Einträge vorfinden. Wir hier im Demosystem haben jetzt einige Einträge schon vorgenommen. Sie können eben ganz normal die Tabelle pflegen über Edit. Dann bekommen Sie die Information, dass es sich um eine mandantenübergreifende Tabelle handelt. Sprich, Sie brauchen einen Workbench-Transport. Dann können Sie einen neuen Eintrag erzeugen. Beispielsweise Z-Transaktion war ja schon enthalten. Dann würde ich sagen, legen wir ein Z-WebDympro an. Sie können selbstverständlich auch ein generisches Objekt nehmen, das Sie sowohl für Transaktionen als auch für WebDympro-Applikationen nehmen. Wir unterscheiden das gerne. In dem Fall brauchen wir noch eine Beschreibung. WebDympro, Enter. Dann sichern wir das Ganze. Jetzt kommt dieser angesprochene Transport. Die Daten wurden gesichert und jetzt sehen Sie hier einen neuen Tabelleneintrag und das ist eben die Pflege der semantischen Objekte. Damit Sie SAP-Transaktionen in Form einer Fiori-Applikation im Launchpad der Endanwender sichtbar machen können, benötigen Sie eben eine Kachel und ein Target Mapping. Hierfür gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Sie können entweder den Launchpad Designer nutzen oder eben den SAP Launchpad App Manager. Heute möchte ich Ihnen gerne diesen Fiorisierungsvorgang mit dem Launchpad Designer erklären. Hierfür habe ich ihn schon mal geöffnet. Er braucht ja immer einige Zeit, bis er geladen ist. Was ich Ihnen auch empfehlen kann, ist, dass Sie das gleiche Prinzip anwenden wie die SAP für Ihre Fiori-Applikationen, sprich, Sie sollten auch technische Kataloge anlegen, in welchen Sie Ihre fiorisierten Transaktionen, WebDympro-Applikationen oder auch eigenentwickelte UI5-Apps bündeln. Hier hat sich gezeigt, dass man es einfach modulabhängig sozusagen anlegt. Ich habe jetzt hier mal einen technischen Katalog für das Investitionsmanagement angelegt. Beim Investitionsmanagement ist es aktuell so, dass es keinerlei SAP Fiori-Applikationen dazu gibt. Wenn Sie aber eine Fiori-First-Strategie fahren und Ihre Endanwender ausschließlich über das Launchpad arbeiten, dann sind Sie an der Stelle gezwungen, dass Sie diese Investitionsmanagement-Transaktionen, wie beispielsweise eine IM12, 01, 02 und so weiter, fiorisieren, in Form einer Fiori-Applikation dann auf dem Launchpad verfügbar machen. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt gerne mal im Detail zeigen. Hierfür legen Sie eben, wenn es noch nicht geschehen, einen technischen Katalog an für das Investitionsmanagement. Und dann gehen Sie eben hier auf Tiles. Dann haben Sie 3 Einstiegspunkte. Sie müssen den statischen nehmen. Und dann können Sie eben hier einen Titel eingeben und eine Beschreibung. Den Titel nennen Sie am besten so, wie auch die Transaktion heißt. Wir schauen im SAP GUI nach. Beispielsweise eine IM01. Hat diesen Titel und ich gebe gerne noch eine Beschreibung mit an, die dann auch auf der Kachel angezeigt wird.
und das ist der Transaktionscode in dem Fall, ja, IM01, Create Investment Program. Und jetzt müssen Sie hier eben bereits ein semantisches Objekt angeben. Wie gesagt, Sie könnten auch ein SAP-Standardobjekt nehmen. Ich sehe öfters mal den Fall, dass Kunden Shell benutzen. Ich lege gerne eigene Objekte an und deswegen nutzen wir hier dieses Z Transaktion. Die Aktion können Sie frei wählen. Hier empfehle ich Ihnen immer mit einem vorangestellten Run und dann wie die Transaktion heißt. Das ist eine Kombination, die kann nur einmal vorkommen. Es besteht immer aus einem semantischen Objekt und der dazugehörigen Action. Wenn Sie eben ein vorangestelltes Run und dann den Transaktionscode verwenden, dann ist immer sichergestellt, dass Sie das nicht schon mal benutzt haben. Ja, wie wenn Sie hier mit Managed oder Edit oder Change arbeiten. Ja, das am Rande. Sie hätten jetzt hier noch Möglichkeiten, eben einen Parameter einzugeben. In dem Fall ist es notwendig, weil wir eine Sub-GUI-Transaktion starten möchten. Das heißt, der Parameter an der Stelle heißt Sub-UI-Tech Hint ist gleich GUI. Das muss man jetzt einfach wissen, dass man das hier eintragen muss. Hier haben Sie noch weitere Möglichkeiten, Dinge einzugeben. Das reicht aber erstmal. Das heißt, wir können hier sichern. Und jetzt haben wir eben eine Kachel angelegt und so würde das der Endanwender auch auf seinem Launchpad sehen. Und brauchen jetzt noch die Zielverknüpfung. Hierfür wechseln wir von Tiles auf Target Mapping, erstellen ein Target Mapping und hier müssen Sie jetzt eben auch das semantische Objekt angeben und die Action und das muss natürlich so heißen, wie Sie es konfiguriert haben auf der Kachelebene. In unserem Fall ist das die Z-Transaktion, die Action Run IM01. Dann ist es wichtig anzugeben, was es für ein Applikationstypen ist. In unserem Fall ist es eine Transaktion. Dann ändern sich auch die Eingabenfelder. Wir müssen hier den Transaktionscode eingeben, der aufgerufen werden soll, wenn man auf die Kachel klickt. Und hier können Sie noch einen System-Alias pflegen. In unserem Beispiel hier haben wir ein Embedded Deployment. Der Frontend-Server läuft integrativ im Backend-System. Wir müssen hier kein System-Alias angeben. Wir können local beispielsweise eintragen, aber es ist nicht notwendig. Wenn Sie ein Central Hub Deployment haben, dann müssen Sie zwingend ein System-Alias angeben, damit der Frontend-Server weiß, wenn man auf die Kachel klickt, welche Anwendung in welchem System denn gestartet werden soll. Diese System-Alias müssen Sie auch wie die semantischen Objekte in einer Tabelle pflegen, mit dazugehöriger RFC-Destination und dann können Sie eben hier drauf referenzieren. Hier hätten Sie jetzt noch Möglichkeiten, dieser Anwendung Parameter mitzugeben. Sie können hier auch definieren, für welches Gerät diese Applikation genutzt werden kann. Also Desktop, Tablet und Phone. Wir speichern. Und Sie sehen jetzt, wir haben eine zweite Zielverknüpfung, eine Transaktion, die IM01 aufruft, die eben im Zusammenhang steht mit diesem Teil Create Investment Program. So, jetzt haben Sie eben Ihre ganz normale SAP-Transaktion IM01 in eine Fiori-Applikation umgewandelt. Sprich, die SAP-Transaktion wird jetzt im Look and Feel von Fiori im Launchpad angezeigt und Sie verhindern somit, dass der Endanwender einen Medienbruch vollziehen muss. Sprich, dass es nur gewisse Dinge gibt im Launchpad und den Rest muss er im klassischen Sub-GUI ausführen. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Aus diesem Grund gibt es eben genau diese Möglichkeit, dass wenn es keine SAP-Standard-Fiori-Applikation gibt, dass man aber eben in der Lage ist, dieses Delta dann sozusagen
in Form von diesem Priorisierungsvorgang dann zu vermeiden und den Endanwender dann ausschließlich im Launchpad arbeiten lassen kann. Okay, soweit sind wir jetzt hier mal fertig. Jetzt müssen wir natürlich diese Applikation in einen Business Fiori Katalog einbauen. Hierfür wechsle ich jetzt in den Content Manager. Ich könnte es selbstverständlich auch im Launchpad Designer vollziehen. Ich finde den Content Manager aber an der Stelle einfacher und rufe ihn jetzt mal auf. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil der ganze Content, der im System vorhanden ist, jetzt geladen werden muss. Und dann können wir eben diese neue Fiori-Applikation IM01 in einen Business-Katalog einbauen. Wir können hier wechseln auf die Suche von Anwendungen, also Tiles und Target Mapping. In unserem Fall ist es die IM01. Und Sie sehen, wir haben jetzt hier eben unsere zuvor angelegte semantische Objekt-Set-Transaktion, dann die Aktion Run IM01. Das ist eine GUI-Transaktion und wenn man die Kachel klickt, dann wird die IM01 gestartet. Die möchten wir gerne einem Katalog hinzufügen. Ich habe hier bereits einen Katalog im System. Das ist dieser Expert Session Katalog. Den wählt man aus. Add Tile and Target Mapping Referenz. Das heißt, sowohl die Kachel als auch die Zielverknüpfung soll diesem Katalog hinzugefügt werden. Und Sie sehen jetzt hier unten, das hat einwandfrei geklappt. Bei Ihnen wäre der Business Katalog, Sie sehen das auch hier jetzt ganz schön, also diese App ist sowohl in einem technischen Katalog als auch in einem Business Katalog. Und der technische Katalog, der ist sozusagen das Original, also dort wird die Applikation definiert und dann wird eben diese Applikation IM01 in verschiedene Business-Kataloge referenziert. Hat den großen Vorteil, Sie haben ein Single Point of Truth, eine technische Ablage, dort liegt die Entität an sich. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, zum Beispiel Sie wollen jetzt doch noch einen Parameter mit übergeben beim Starten der Anwendung, dann können Sie das direkt im technischen Katalog anpassen, im Target Mapping, und automatisch würde die Änderung durch diese Referenzbeziehung in die jeweiligen Business-Kataloge vererbt werden. Das ist eben der große Vorteil, so empfiehlt es auch die SAP und vollzieht es auch so. Also jede SAP Standard Fiori-Applikation ist immer einem technischen Katalog zugeordnet und N-Business-Katalogen. Die Business-Kataloge fangen dann meistens eben mit BC für Business-Katalog an und die technischen Kataloge mit TC für Technical Catalog. In Ihrem Fall wäre das jetzt ein Business-Katalog, beispielsweise Controller, und Sie würden dann eben die einzelnen Investitionsmanagement-Transaktionen, die der Controller beispielsweise braucht, dann eben per Referenz aus dem technischen IM-Katalog in Ihren Controller-Katalog dann referenzieren. Okay, soweit mal zum Zusammenhang. Also wir haben jetzt die Transaktion fiorisiert, wir haben sie in einen Business-Katalog eingebaut und jetzt müssen wir daran denken, dass wir diesen Katalog in eine PFCG-Rolle einbauen. Das habe ich bereits gemacht. Also ich habe hier eine Rolle, die den Katalog bereits im Rollenmenü hat. Ja, hier. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn Änderungen an einem Katalog gemacht werden, man fügt Applikationen hinzu oder man entzieht sie, dann müssen Sie immer daran denken, dass diese Kataloge in den Rollen synchronisiert werden müssen. Ja, das folgt nicht im Hintergrund automatisch, sondern das müssen Sie anstoßen. Dafür gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist eben direkt das über die PFCG zu machen. Das heißt, Sie können hier Rechtsklick, eröffnet sich das Kontextmenü Details drücken oder eben hier oben auf das Puzzle-Icon. Und dann wird der Inhalt dieses Kataloges wird dann neu geladen
Und Sie sehen jetzt hier, die IM01 wird eben dann automatisch dieser PFCG-Rolle hinzugefügt, sodass eben sichergestellt ist, dass der Endanwender, der diese Rolle am Ende zugewiesen bekommt, dann auch die Transaktion, die im Hintergrund ja gestartet wird, wenn er auf die Kachel klickt, dann auch in seinem Benutzerpuffer hat. Wir speichern das Ganze. Jetzt ändert sich natürlich das Berechtigungsprofil. Das heißt, wir müssen es erneut abmischen. Wir holen uns über den Expertenmodus die neuen SO24-Vorschlagswerte. Und jetzt sehen Sie hier, im Investitionsmanagement kommen 2 neue Objekte hinzu. Die müssen Sie prüfen und dann eben ausprägen. In meinem Fall mache ich jetzt überall Sternchen rein in die offenen Felder, generiere das Profil, gehe zurück, mache mal vorsichtshalber noch einen Benutzerabgleich, damit auch die neuen Berechtigungsdaten in den jeweiligen Benutzerpuffer landen. In meinem Beispiel habe ich jetzt einen Benutzer, der die Rolle zugewiesen hat, das ist mein Test-User. Und wenn ich mich jetzt eben mit diesem Testbenutzer am System anmelde und das Launchpad dann starte, hierfür mache ich mal mein Launchpad zu, da bin ich mit meinem Admin-User drin, da gibt es immer gerne Probleme mit dem Caching. Jetzt startet er das Browserfenster neu, meldet mich am Launchpad an. Und jetzt sehen Sie eben hier, Sie sehen die IM01 noch nicht. Warum? Wir haben die neue Fiori-Applikation nur dem Katalog hinzugefügt und eben nicht einer Gruppe. Das müssten Sie dann im Endeffekt noch machen, damit der User es direkt beim Starten seines Launchpads sehen kann. In meinem Fall haben wir es jetzt ausschließlich im Katalog. Das bedeutet, wir müssen in den Me-Bereich, App Finder, dann werden die zugewiesenen Kataloge angezeigt und ausgelesen. Wir haben es in den Expert Session Katalog gemacht und Sie sehen, in diesem Katalog haben wir insgesamt 3 Apps und diese IM01, diese neue App, die können wir jetzt eben beispielsweise noch auf die persönliche Startseite legen. Und wenn wir jetzt eben zurückgehen ins Launchpad, dann sehen Sie, beim Aufruf des Launchpads würde der Endanwender jetzt auf seiner Startseite 3 Apps sehen, unter anderem eben diese IM01. Damit es nicht jeder Endanwender selber anpingen muss, ist es natürlich ratsam, dass Sie immer daran denken, eine Fiori-Applikation nicht nur Katalogen hinzuzufügen, sondern auch Gruppen. Ja, jetzt können wir hier draufklicken und jetzt sehen Sie hier, er startet jetzt sozusagen im Hintergrund dann diese IM01 und die wird Ihnen jetzt hier eben so in dem Look and Feel von Fiori angezeigt und der Endanwender muss eben nicht den klassischen SAP GUI im Zugriff haben, sondern kann alles ausschließlich über das Launchpad bedienen. Gut, soweit mal, wie man SAP-Transaktionen fiorisieren kann. Das gleiche Prinzip funktioniert auch mit WebDynpro-Applikationen oder wenn Sie eigenentwickelte UI5-Apps entwickeln, dann ja, ist das Prinzip gleich. Sprich, Sie wählen statt Applikationstyp Transaktion, wählen Sie dann UI5 aus und müssen dann dort eben die einzelnen Parameter setzen. Ja, das mal zur heutigen Session. Aufgrund der Urlaubssituation werden wir im August und September die Expert Sessions alle 2 Wochen machen und nicht wöchentlich. Ab Oktober werden wir wieder in den wöchentlichen Modus zurückkehren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, genießen Sie Ihren Sommerurlaub und hoffentlich bis bald.